Ja, mein Name ist Volker Quaschning, ich bin Professor für regenerative Energiesysteme in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und Mitbegründer von Scientists for Future. Wir sehen jetzt schon weltweit die Folgen der Klimakrise, gerade jüngst zum Beispiel in Libyen, diese massiven Regenfälle, die durch die Klimakrise mit verursacht sind. Es ist einfach wärmer, es verdunstet mehr Wasser, es kann mehr regnen und die Folgen sind einfach dramatisch. Wir sehen jetzt gerade in Libyen zum Beispiel über 10.000 Todesopfer und das sind natürlich nur die Anfänge. Wir haben jetzt 1,2 Grad Erwärmung, wenn das 3, 4, 5 Grad Erwärmung sind, kann man sich vorstellen, was dann am Ende die Folgen auf diesem Planeten sein werden. Sie werden unkontrollierbar sein, die Menschheit wird damit nicht mehr zurechtkommen, wir werden weltweit überfordert sein und am Ende auch wirklich riskieren, unsere Zivilisationen zu zerstören. Und deswegen müssen wir wirklich die Klimakrise stoppen. Stoppen heißt keine Verbrennung mehr von Erdöl, Erdgas und Kohle und das möglichst in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Und die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist, überall auf erneuerbare Energien zu ersetzen. Im Wesentlichen hier in Europa die Solar- und die Windenergie. In Zusammenarbeit mit Speichern ist es möglich, eine klimaneutrale, sichere und bezahlbare Energieversorgung mit ihnen aufzubauen. Ja, wenn ich etwas wende, dann drehe ich etwas langsam um. Was wir nun machen müssen, wir haben in Deutschland zum Beispiel 20% erneuerbare Energien, wenn wir nicht nur auf den Strom gucken, sondern das Wärme, Verkehr, Industrie. Und von diesen 20%, die haben wir über die letzten 30 Jahre aufgebaut. Wir sind viel niedriger gestartet, aber von diesen 20% müssen wir jetzt auf 100% kommen und das möglichst in 20 Jahren. Das geht natürlich nicht mit einem langsamen Umdrehen. Da müssen wir natürlich jetzt wirklich Vollgas geben und das bedeutet, dass wir eine Verfünffachung des Tempos brauchen und das ist natürlich schon durchaus eine Revolution und eine Revolution bedeutet auch, dass nichts so bleiben kann, wie es ist, dass vieles durcheinandergewürfelt wird und genau das wird bei der Energieversorgung passieren, aber wir haben die Technologie, wir haben die Lösung, es ist auch bezahlbar, nur es wird halt anders sein und zwar ganz anders und daran müssen wir uns gewöhnen und je schneller wir das tun, desto besser für uns und für das Klima. Ja, die Klimakrise geht nicht weg, indem wir die Augen verschließen und hoffen, dass es irgendwo an uns vorbeigeht oder besser wird. Die Klimakrise wird auch in meiner Lebensspanne schon lebensbedrohlich sein für unsere Kinder auf alle Fälle. Und wenn wir diesen Planeten für unsere Kinder in einem lebenswerten Zustand, einigermaßen noch überlebenswerten Zustand hinterlassen wollen, dann müssen wir jetzt die Kurve bekommen und wirklich in den nächsten 15 bis 20 Jahren unsere Energieversorgung komplett umwandeln. Deswegen, das geht nur, wenn alle mitmachen. Entweder im eigenen Umfeld, dass man eine Solaranlage baut, ein Elektroauto besorgt, dass man versucht, möglichst nicht mehr zu fliegen. Weil Flugverkehr werden wir nicht klimaneutral gestalten können in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sicherlich nicht. Dass man weniger Fleisch isst, weil auch die Landwirtschaft ist ein Riesenproblem und dass wir Druck auf die Politik machen. Die Populisten in Europa gewinnen gerade überall die Oberhand und wir sehen, dass einfach mit populistischen Botschaften, die uns aber keinerlei weiterhelfen, auch hier Menschen gefangen werden und dem muss man was entgegensetzen, dass man einfach die Fakten erklärt, erläutert und Druck auf die Politik macht, dass wir nicht einfache Botschaften wollen, die uns ins Verderben führen, sondern dass wir echte, auf wissenschaftsbasierende Lösungen haben wollen und die auch umsetzen müssen. Wenn wir das der Politik klar machen, dafür gibt es Mehrheiten in Europa, dann werden wir es europaweit umsetzen können und damit auch ein Vorbild für die Welt, für den Klimaschutz sein und dann schaffen wir es auch noch, den Planeten zu erhalten.